Moin allerseits, ich bin Sven von outdoorminimalist.net und heute möchte ich euch ganz gerne mal zeigen, wie ihr aus ein bisschen Hanfschnur und etwas Reisig ein Zundernest bastelt. Ich habe auch Kienspann dabei, damit kann man das natürlich noch besser machen, aber in erster Linie machen wir das mal mit Reisig und das ist einer der für mich größten Vorteile an der Hanfschnur, dass man sich damit eben dieses besagte Zundernest bauen kann und zwar in 0, nichts. Wie gesagt, das soll nur ein ganz kurzes Video werden. Denn das ist wirklich sehr einfach und bedarf gar nicht langer Anleitung. Wie gesagt, Kienspann habe ich auch dabei, damit kann man das super machen und das Ganze noch ein bisschen intensivieren. Kienspann kann man aber, wenn man es ganz klein raspelt, auch so mit dem Feuerstahl anzünden. Das heißt, das braucht man nicht unbedingt mit der Hanfschnur verbinden. Es klappt halt einfach nur noch ein bisschen besser. Und zwar, wenn ihr so ein Stück Hanfschnur habt, könnt ihr es einfach auseinanderziehen. Und das müsst ihr ganzes Weiche machen. Das sind ganz viele verschiedene Fasern, die da zusammengeflochten sind. Immer schön so ein bisschen aufdröseln, auseinanderziehen. Seht ihr, glaube ich, schon ganz gut, wo ich hin will. Natürlich könnt ihr auch die Hanfschnur einfach so anzünden. Wenn ihr genug Reisig habt und sowas, reicht die kurze Flamme davon. Aber wenn ihr beispielsweise mit dem Feuerstahl einen Funken fangen wollt, dann braucht ihr halt einfach ein Zundernest. Wenn ihr irgendwo einfach nur ein kleines Stückchen Glut habt, dann braucht ihr ein Zundernest, was einfach den Funken fängt und sich entfachen lässt und halt einfach anfängt zu brennen. So, wie gesagt, ihr friemelt das wirklich schön auseinander. Dann macht ihr so einen richtig schönen Ball draus. Reißt es immer wieder so ein bisschen auseinander. Das ist wirklich ganz viele, dass ihr einfach schöne viele Fasern habt. So ist es nämlich sehr anfällig, auch für einen leichten Funken. So. Da das alleine sehr schnell abbrennen würde, nehmt ihr einfach so ein bisschen Reisig. Ich habe jetzt ein bisschen relativ trockenes Holz. Wenn ihr halt dieses trockene Holz nicht habt, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, bei mir ist es auch oft sehr, sehr nass. Dann könnt ihr wirklich ein kleines Stückchen Kienspann mitführen und raspelt hier einfach so ein paar Stücken rein. Ich mache das jetzt einfach hier mit. Und auch die macht ihr schön klein. Bröselt das wirklich hier mit rein. Und dann vermengt ihr das letztendlich einfach nur. So ein bisschen wie so ein Teig, den ihr einfach nur vermengt. Guckt, dass ihr so ein bisschen was da drin habt, dass einfach ein bisschen Substanz da ist. Und dann so richtig schön das immer noch weiter auseinanderziehen. So. Und so habt ihr nämlich ein super Zundernest. Das kann man natürlich noch beliebig größer machen. Ich habe jetzt nichts Großes vor, deswegen reicht mir das. Und ich zeige euch mal eben kurz, wie gut das funktioniert. Das nehme ich aus dem Weg, Kienspann auch. Dann könnt ihr das hier nämlich ganz einfach entzünden. Und es brennt halt nicht sofort ab, sondern ihr seht, dass die kleinen Stücken mit abbrennen. Das heißt, ihr habt einfach noch so ein ganz klein bisschen länger was von dieser Glut. Seht ihr? Es braucht einfach so einen kleinen Tuck länger, um abzubrennen. Und so könnt ihr anderes Material wiederum entsprechend mit entzünden. Und durch Aufpusten, seht ihr, wenn ihr einen Funken gefangen habt, könnt ihr damit weiteres Material eben entflammen. Es bietet sich an, das Zundernest größer zu machen, als ich es jetzt gemacht habe. Seht ihr, das ist auch relativ schnell weg. Also da solltet ihr ein bisschen mehr Material verwenden. Das ist auch praktisch bei dieser Decke. Zack. So, und schon ist das Ganze wieder aus. Ziemlich unspektakulär das Ganze, aber halt einfach praktisch. Und wie gesagt, so ein paar Schnüre, ihr habt gesehen, schon mit diesem kleinen Knäuelchen, was ich da für ein Zundernest gebastelt habe. Wenn ihr die doppelte Menge nehmt und das Ganze entsprechend größer macht, habt ihr natürlich auch entsprechend länger was davon. Gerade auch wenn man zum Beispiel mit einem Schlageisen unterwegs ist, kann man da drin einfach einen Funken fangen. Und wenn man noch so ein bisschen, zum Beispiel ein bisschen Kernholz mit dazu gibt oder halt ein bisschen Kienspann, wenn man hat, kann man sich da wirklich ein Zundernest basteln, um halt wirklich auch unter schwierigeren Bedingungen etwas, ja, einfach in Gang zu bekommen, wenn man ansonsten wirklich keinen Zunder hat. Das funktioniert auch, wenn ihr zum Beispiel Tannennadeln nehmt, da sind auch die ätherischen Öle drin, auch da könnt ihr so ein paar mit reingeben. Oder wenn ihr, was noch besser wäre, wenn ihr ein bisschen Harz habt. Das wäre natürlich auch ideal, wenn ihr dieses Harz irgendwo von den Bäumen bekommt, dass ihr es dort mit hineinwirft.
Ihr habt einfach so die Möglichkeit, über die Hanfschnur das Ganze schnell zu entzünden und über das Material, was ihr dem hinzufügt, das Ganze etwas länger zu halten. Nur die Hanfschnur alleine ist eine sehr kurze, schnelle Flamme, durchaus heiß, aber meistens nicht genug, um etwas anderes in Gang zu bekommen, was halt einfach zu feucht ist oder nicht von sich aus schon gut brennbar ist. Deswegen ist es halt einfach gut, das Ganze zu kombinieren mit einem weiteren Träger, der das Ganze unterstützt. Wie gesagt, Harz ideal, Kienspan ideal, so ein paar, was ihr halt einfach habt. Findet man oft. Das ist einfach eine gute Option. Aber Harz alleine könnt ihr einfach schlecht mit einem Feuerstahl anzünden. Da könnt ihr die ganze Zeit bei sein. Das brennt relativ schwierig. Wenn es aber erstmal in Gang ist, ist das wiederum praktisch. Viel mehr soll es gar nicht sein. Wie gesagt, das sollte einfach so ein kurzer Tipp für zwischendurch mal sein. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.